Wärmepumpen haben sich längst als effiziente und umweltfreundliche Heizlösung etabliert, insbesondere im Neubau. Sie überzeugen durch niedrige Betriebskosten und leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Nachfolgend gehen wir kurz auf die verschiedenen Arten von Wärmepumpen und ihr Funktionsprinzip ein. Jedes Medium, das wärmer ist als der absolute Nullpunkt, enthält Wärmeenergie. Der absolute Nullpunkt liegt bei 0 Kelvin, das heißt bei kalten -273,15 Grad Celsius. Je wärmer das Medium ist, desto größer ist auch der Wärmeinhalt. Es kann also gut sein, dass sich ein Medium für uns Menschen kalt anfühlt, obschon es viel potenzielle Energie in sich trägt. Je nach Art und Temperatur des Mediums unterscheidet sich die darin enthaltene Wärmeenergie. Die Wärmepumpe nutzt diesen Wärmeinhalt, indem sie diesen der Umwelt entzieht und für Heizzwecke nutzbar macht. Dieser Prozess führt zu einer Abkühlung des Mediums, aus dem die Wärmeenergie gewonnen wird. Wie bereits erwähnt, nutzt die Wärmepumpe die kostenlose Energie aus der Umwelt. Im Kältekreislauf der Wärmepumpe zirkuliert das Kältemittel, welches die Umweltwärme aufnimmt und dadurch verdampft, also vom flüssigen Zustand in den gasförmigen Zustand übergeht. Der Verdichter komprimiert das gasförmige Kältemittel, wodurch Druck und Temperatur stark ansteigen. Das heiße Kältemittel gibt die Wärme an das Heizsystem ab und kondensiert während der Wärmeabgabe wieder zu Flüssigkeit. Durch die Entspannung auf tieferen Druck und tiefere Temperatur wird der Kreislauf geschlossen und das Kältemittel ist wieder bereit, Wärme aus der Umwelt aufzunehmen. Nun gibt es verschiedene Arten, die Umwelt als Wärmequelle zu nutzen. Luft-Wasser-Wärmepumpen zum Beispiel nutzen die Umgebungsluft als Wärmequelle. Sie sind flexibel einsetzbar und vergleichsweise günstig in der Anschaffung. Die Installation ist unkompliziert, da keine Erdbohrungen oder Grundwassererschließungen notwendig sind. Die Effizienz von Luft-Wasser-Wärmepumpen ist jedoch temperaturabhängig und nimmt ab, je kälter die Außenluft ist. Säule-Wasserwärmepumpen nutzen die im Boden gespeicherte Energie. Diese Wärmequelle ist sehr konstant und zuverlässig und praktisch unabhängig von den Außenlufttemperaturen. Die Installation erfordert jedoch Erdsondenbohrungen oder die Verlegung von Erdkollektoren, was mit einem höheren Aufwand und entsprechend höheren Kosten verbunden ist. Erdwärmepumpen bieten eine hohe Effizienz und eignen sich besonders für energieeffiziente Gebäude. Wasser-Wasserwärmepumpen gewinnen Wärmeenergie aus dem Grundwasser oder aus Oberflächengewässer. Diese Wärmequelle zeichnet sich durch eine konstante Temperatur aus, wodurch die Wärmequelle sehr effizient arbeitet. Allerdings ist die Installation aufwendiger und erfordert einen geeigneten Grundwasserleiter. Genehmigungen und die Erschließung des Grundwassers mittels Entnahme- und Rückgabebrunnen sind ebenfalls zu berücksichtigen.